Gut. Ich denke, wir fangen erstmal mit dem Mr. Turner an. Oder auch nicht. Die Entscheidung wurde mir somit abgenommen. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Gut, das stellen wir später nach, wie schon gesagt. Nein, jetzt nicht. Wir fangen mit ihm an. Das ist wichtiger. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Q. Turners hinten. Holzstück. Turners Aussage. Nein. Das passt auch nicht. Das Holzstück. Verdammt. Dann ist es Oh, eine... yes, Mr. Holmes. Ja. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Okay, dann ist es eine Aussage. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Ich frage mich, was sein Job ist. Alles klar. Wir fangen von der Treppe aus an. Die ist hier. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Feuer. Asche. Verbrannte Seiten. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Okay. Gut, ein Bücherregal haben wir hier. Mit The books Büchern. on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Rausgerissene Bücherseiten. Umgekippte Bücher. Das ist schon auffällig. Ah, was haben wir denn hier? This walking stick is broken. It was placed here quite recently. Was sagt uns das? A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Weil er was gestohlen hat? Von den Toten? Vielleicht? Also wenn ich so arm wäre? Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Also von hier aus. Musste bis darüber gehen. Auf jeden Fall liest er viel. So arm kann auch nicht sein, wenn er sowas auf seinem Tisch stehen hat. Okay, das haben wir, das haben wir. Hier hat er nichts. Truhe ist wohl uninteressant.
this kitchen knife is quite sharp. Ist das so wichtig? Küchentisch. Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Okay, wir haben verbrannte Seiten. Wir haben unaufgeräumte Bücher und ein Messer, mit dem Papier geschnitten worden ist. Irgendwas versteckt in einem Buch. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Ja, wo ist das Buch, in dem du das, weiß ich nicht, was reingelegt hast? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Konnte er sehen? Brian Vercotti's contorted corpse. Konnte er sehen? Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Alles klar. Okay. Es steht auf. Nein, das passt nicht. Dann ist er zum Fenster. Nein. Dann nimmt er etwas. Ach so, das ist die Reihenfolge, ja. So. Dann kommt er ja wieder hoch. Das ist wohl nicht relevant. Wirft etwas. Ja. Nimmt etwas. Schneidet es. Und dann wirft es ins Feuer. So muss es gewesen sein. Also, da humpelt er los. Können wir das auch ganz etwas vorspulen? So. Öffne das Fenster. Sieht, was er sehen musste. Läuft los. Die Treppe runter. Nimmt etwas auf. Bleibt stecken. Macht seinen Stock kaputt. Läuft los. Den ganzen Weg zurück. Stellt den Stock ab. Genau. Nimmt Buch X. Schneidet darin rum. Und wirft die restlichen Seiten ins So Feuer. Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ja, bestimmt irgendwas von Wert. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick. Well, now, what a find. A precious jewel concealed inside a book. Kann man so unehrenhaft A sein. bracelet with unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Chip. Jetzt gehört's Sherlock. Lauf! Lauf! Oh, falsches Zimmer. Okay. Das ist doch eine super Chance, ihn darauf anzusprechen.
Du Dieb. Du bist ein Dieb. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Das kann gar nicht sein. Weil du hinkst. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Der alte Lügner. Ich glaub's nicht. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Das ist falsch übersetzt worden. Im Text stand drin, dass er kein Mörder sei. Gesagt hat Sherlock Holmes aber, dass er ihm glaubt, dass er kein Krimineller ist. Also in dem Sinne, dass er ihm das glaubt, dass er so verzweifelt war aufgrund seiner Geldnöte. Na gut, das ist immer... Aber dafür sprechen sie ja Englisch und die deutsche Übersetzung hilft ja ansonsten ganz gut, das Spiel besser zu verstehen. Gut, ich denke, wir sind hier durch, oder? Wir können nochmal hier reinklicken. Der Schusswechsel, Informationen antiken Namen rein. Okay, hier müssen wir unser Archiv durchsuchen. Das machen wir danach. Und dann können wir jetzt noch den Schusswechsel untersuchen. So. Das haben wir schon an sich geschaut. Okay. Schütze wählen. Wir sagen mal, es war wer hier. Er würde einmal in den Bauch schießen und einmal daneben. Das heißt da oben... I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Oh, da haben wir doch diesen Stock gehabt, ne? This should be useful. Thanks. Und dann können wir jetzt hier hochhalten. Ah! This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Krass, das Sherlock Holmes gleich weiß, wohin. There was a third shot fired in this street. Und zwar gleichzeitig, nachdem der erste geschossen hat. Ich war noch nicht fertig.
Achso, ich hab's schon gelöst. Ups. Alles klar. Ein dritter Schuss. 2 Opfer. So, Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil halt 3 Schüsse abgefeuert wurden. Oder Mr. Turner konnte den Unterschied zwischen den 2 Schüssen bei unterschiedlichen Punkten. Weiß ich jetzt nicht. Schusswechsel. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Okay. Eine Waffe hatte der Junge. Da fehlten 2 Kugeln. Das war die Waffe von dem Vercotti. 2 Kugeln, das heißt, Vercotti hat den Dicken umgebracht. Und der Mörder von Vercotti war dann der Flüchtende. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen worden ist. Ich weiß es nicht. Doppelmord war es nicht, weil Vercotti den Dicken den Kenneth erschossen hat. Hier passt gar nichts. Egal wie man es dreht. Oh, so würde es passen. Ich lasse es einfach mal so stehen, weil es schön aussieht. Okay, wir haben einen dritten Schuss und Layton ist darüber. Schade. Wir haben einen dritten Schuss, 2 Opfer, das hatten wir schon? Ja. Wir haben einen dritten Schuss und Laytons Aussage. Layton schreibt mir Aussage über den verschwundenen Mann im Jacket. In der Half Moon Street erscheint jetzt nachvollziehbar. 3 Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Weil die dritte Person hatte. Das heißt, ich muss mich um den verschwundenen Mann kümmern, beziehungsweise bei Layton nochmal ein paar Informationen holen. Keine Beute. Übereinstimmende Aussagen. Zwei Opfer. Altbekannte Laytons. Okay, ich geb's auf. Wir wollen ja nicht raten. Ich mach das später weiter. Wir haben ja eh erstmal genug zu tun. Wir fahren zurück zur Baker Street. Weil da kann ich mir die Informationen einholen zu dem Armreif.